Hallo Leute von heute, wusstet ihr schon? Unser Thema heute ist die Dissoziation. Hier sind wieder Shiva Und Jonathan, alias die die Matrixer. Matrixer. So, dann möchten wir euch noch natürlich verraten, wie funktioniert denn die Dissoziation? Ich werde euch mal eine kleine Einsteigertechnik erzählen und Jonathan dann, wie die Dissoziation wirklich funktioniert. Aber um wirklich ins Dissoziieren zu kommen, muss man eigentlich erstmal lernen, die Gedanken anzuhalten. Und dafür ist eigentlich so eine Einsteigerübung. Ich habe die damals gemacht, gar nicht schlecht, über 2-3 Wochen und kam dann wirklich irgendwann tief in die Dissoziation rein, sodass ich, egal wann über den Tag, immer nur gedacht habe, ich kann nicht denken, ich kann nicht denken. Und das ist ja eigentlich auch dann das Endziel, nicht mehr denken zu können, obwohl man denken möchte. So, dann mal zu dem Einsteigerprogramm. Ich habe damals angefangen, mir jeden Tag 3 mal 5 Minuten Zeit zu nehmen, habe mich hingesetzt und ganz am Anfang erstmal nur meine Gedanken beobachtet. Was kommt da rein? Habe es wieder gehen lassen, habe es nicht festgehalten, das ist ganz wichtig. Habe es nur verfolgt, meine Gedanken. Und das habe ich dann auf 10 Minuten ausgeweitet, jeden Tag, sodass ich dann nach einer Woche 10 Minuten pro Tag meine Gedanken verfolgt habe. In der zweiten Woche dann habe ich angefangen, jeden Gedanken, der reinkam, zu unterbrechen mit, sobald einer kam, Stopp. Direkt mal Stopp sagen. Und dann warten. Aber es kommt ja sofort ein neuer, kein Problem. Sorgen muss man sich da keine Sorgen machen. muss man sich da nicht machen. Aber dann wieder sofort Stopp. Gar nicht zu Ende denken, den Gedanken. Sowas wie, ich muss heute noch einkaufen, nach ich muss heute noch Stopp. Und dann weiter, weiter. Und das weitet man dann auch wieder auf aus 10 Minuten. Ich habe dann irgendwann auf 20 Minuten gemacht. Und das habe ich dann irgendwie 2-3 Wochen gemacht. Und irgendwann kam ich dann in den Zustand, wo dann wirklich keine Gedanken mehr kamen. Aber Jonathan erzählt euch jetzt nochmal, wie es dann weitergeht. Weil das ist jetzt bloß der Anfang, wie man lernen kann, erstmal die Gedanken zu beruhigen. Ja, also das ist sehr wichtig, wie du schon sagst, die Gedanken beruhigen, dass man da zumindest ein Gefühl dafür bekommt, wie finde ich mehr Ruhe, in welcher Situation laufen meine Gedanken nicht auf Hochtouren. Und da kann man dann schon mal lernen, so ein bisschen sich zu beruhigen, und dann kann man eben auch eine Technik anwenden. Also es gibt sehr viele Techniken. In meinem Buch von 2004 habe ich eben 10 Techniken aufgeführt. Das fängt schon mit Fußmassagen an, ganz harmlos, und geht dann weiter in andere Techniken über. Und, aber so die gängigste Technik, die kennst du ja auch, das ist ja die Pusteblume. Genau. Also man stellt sich einfach eine Pusteblume vor und konzentriert sich auf die Pusteblume und sagt danach immer wieder das Wort Pusteblume, mehrere Male, und nimmt dann immer so hinten Buchstaben weg. Also aus der Pusteblume wird dann irgendwann Pusteblum, dann die Pusteblu, Pusteblü und so weiter. Und man sagt das ja dann immer, ne? Pusteblu, Pusteblu, Pusteblu. Und dann geht man weiter runter, meinst du, ne? Und dann Pusteblu. Ja, man geht weiter, Okay. Ja, man kann es auch aussprechen, ist kein Problem, geht auch, oder nur denken. Und bis man nur noch das P hat und nachher nur noch übrig bleibt eigentlich dieses P, mehr nicht. Und dass man sich eben darauf konzentriert, auf dieses P, und irgendwann versucht man dann eben auch das loszulassen, dieses P. Aber das P kann man ruhig viele Übungen üben, bis man das gut hinbekommen hat, und dann irgendwann noch das P weglassen und dann immer auf die Pausen konzentrieren, die man dann hat. Ja. Aber man kann ja auch beides eigentlich ganz gut unterwegs üben, ne? Also ich mache das auch gerne mal, wenn ich unterwegs bin und was denke, sage ich mit der Stopp. Oder auch mit der Pusteblume kann man ja unterwegs, wenn man einkaufen ist, immer mal die Gedanken. Je öfter man das macht, desto besser. Speichert immer Energie. Und Ja. Und noch eine Technik, die ich auch oft benutze, ist eben einfach die Gedanken mit den Augen wegblinzeln. Genau. Sobald ich also einen Gedanke kommen fühle oder höre schon sowas wie, ach, du musst da noch einkaufen,
wenn dann irgendwie der Gedanke kommt, ach du, dann schon blinzeln, weg ist er. Genau, du hast ja mal gesagt, blinzeln tut man eh. Ja, blinzeln tut man eh. Und dass man eben sich das so aneignet auch mit der Zeit, dass man durch das Blinzeln den Gedanken abkneift. Ja. Das ist zum Beispiel auch eine sehr gute Technik, die man erstmal trainieren kann. Und wichtig ist eben, dass man das jeden Tag ruhig mal so 20 Minuten üben kann. Und manche stellen sich auch eine Stoppuhr hin. Ja. Habe ich am Anfang auch gemacht. Ja, hast du das auch gemacht, ja? Eine Stoppuhr, wie lange man wirklich rein dissoziiert. Und darum geht es auch. Es geht nur um die reine Dissoziationszeit. Also die Zeit, in der man nicht denkt oder nicht gedacht hat. Und kein Bild und gar nichts, gell? Kein Bild, keine Vorstellung und kein Gedanken. Wirklich Kopf ganz leer. Das wird am Anfang höchstens ein paar Sekunden sein. Und das kann sich dann schon mit der Zeit, wenn man es kontinuierlich übt, ausweiten. Ja. Und wenn man schon 30 Sekunden schafft, ist man schon gar nicht schlecht. Oder eine Minute schafft, ist man eigentlich schon ganz gut. Da speichert man ja schon einiges, da können dann auch schon viele Erkenntnisse kommen. Ja. Auch die Energie, die man in dieser Minute speichert, wird sozusagen gespeichert. Ja, eigentlich gespeichert die Energie. Und wenn man dann genügend gespeichert hat, sozusagen das Fass voll ist, dann kann es sein, dass der Deckel mal auffliegt und dann entsteht eine spontane, bewusstseinserweiternde Situation. Genau, aber wenn wir das weiterspinnen, was kann noch passieren? Je länger man dissoziiert, was kann dann so nach, keine Ahnung, 5 Minuten passieren oder 10? Also nach 3 Minuten bei geschlossenen Augen ist man aus dem Körper raus, also astral oder im luziden Traum. Reine Dissoziationszeit, Leute. Ja, reine Dissoziationszeit. Jetzt nicht der Versuch, ne, oder nicht die Übung, sondern wirklich pure Dissoziationszeit. Ein Wort reicht und ihr seid schon wieder raus. Ja, sobald man ein Wort gedacht hat, muss man wieder von vorne anfangen. Ich glaube, das ist vielleicht gerade nicht so gerade durchgekommen. Also man macht die Übung und sobald ein Wort gedacht wird, muss man wieder von vorne anfangen. Ja. Dann zählen die Sekunden von vorne. Ja, Stoppuhr wie beim Schach so, ne? Genau. Jetzt denke ich nicht mehr und sobald nur ein Gedanke kommt wie, ach Kerze, ja, genau so ist das. Das war's, von vorne anfangen. Ne? Da darf nichts kommen, kein Gedanke und keine... Auch kein Ohrwurm. Kein Bild. Das auch kein Ohrwurm. passiert mir so gern. Dann singt einfach einer da oben. Unglaublich. Ja, irgend so ein Ohrwurm, ja, der kann einen natürlich dann schon nerven. Ja. Und ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man das erkennt. Ne? Es geht um die reine Dissoziationszeit. Das ist wichtig. Und nach 3 Minuten Astralreisen, was kann da noch so auftreten? Ja, also nach 5, 6 Minuten kann man davon ausgehen, ja, 6, 7 Minuten, 8 Minuten, so ab 8 bis 10 Minuten würde ich sagen, dann wird so viel Energie angestaut, dass der Körper anfängt zu zittern. Ja, die Vibration. Dann kommt die Vibration. Das Ja. Weil dann plötzlich hat man so viel Energie, dass der Astralkörper oder ja eigentlich geschüttelt wird leicht. Also das merkt man an den Beinen zuerst. Die Beine. Man spürt die Energie auch richtig. Ja, ne? ja. Das ist dann plötzlich irgendwie elektrifiziert ist man dann so. Ja. Und da fangen die Beine an zu zittern und das kann sich nachher ausweiten auf den ganzen Körper, dass man wirklich am ganzen Körper zittert. Es kann so stark werden, dass die Zähne klappern. Sogar, wirklich, kein Scheiß. Kein Scheiß. Kein Scheiß. Ne, da klappern wirklich die Zähne, weil eben durch die Bewusstseinsveränderung, durch die viele Energie, die plötzlich angestaut wurde, fängt das Bewusstsein an, sich zu verlangsamen. Die Wahrnehmung verlangsamt sich in dem Moment. Und bei einer Bewusstseinsverlangsamung fängt eben der Körper an zu frieren. Und das ist eben der Nebeneffekt. Ja. Und da kann man natürlich dann, also wenn man schon auf 10 Minuten kommt, dann weißt du ja auch, dann hat man es geschafft. Weil danach muss man nämlich diese Übungen alle gar nicht mehr machen. Sondern dann kann man die Dissoziation auslösen, indem man es einfach nur will. Innerhalb von Sekunden manchmal sogar. Ja. Das heißt, dann reagiert... Und wenn man es nicht will.
Und wenn man es nicht will, ja, dann reagiert also, also mit der Dissoziation reagiert man dann halt innerhalb von Sekunden oder die kann dann ganz spontan und automatisch reagieren. Ja. Genau. Natürlich ist auch möglich, das Ego damit aufzulösen oder Realitäten zu wechseln. Das hast du ja mal Stimmt. erzählt. Man kann also dann nach den 10 Minuten, wenn man die erreicht hat, dann fegt man das Ego weg. Das ist dann erstmal weg. Es kann sein, dass es wiederkommt nach einer Zeit, aber es kann auch sein, dass es nicht wiederkommt. Jedenfalls ist man dann in einem höheren Bewusstseinszustand und wird dort auch dann wohl erstmal eine Weile bleiben. Das wird auf jeden Fall stark reduziert. Auch je öfter man dissoziiert, desto mehr reduziert es sich, weil je mehr Energie du hast, desto weniger kann er davon leben. Ja. Und darum ist es wichtig, Leute, wenn ihr es wirklich schafft, mit der Stoppuhr über 5-6 Minuten zu kommen, dann Vorsicht. Ne? Denn wenn ihr auf 10 Minuten kommt, fegt ihr euer Ego weg und dann seid ihr wirklich nicht mehr die Person, die ihr kennt unbedingt. Weil dann seid ihr mehrere Personen. Dann habt ihr Zugriff auf eure Persönlichkeitsaspekte und auf eure anderen Leben und auf die alternativen Realitäten. Und darum, Leute, niemals länger als 10 Minuten. Ja. Genau, und eine Technik habe ich mal noch gesehen und du hast die, glaube ich, auch gesehen, und zwar die mit den Punkten. Ja, genau, die ist auch gut. Ja. Da kommen wir auch gleich zu unserer offiziellen Werbung. Nein, also wir haben dissoziiert und dann Werbung. Nein. Wir haben dissoziiert und haben die Übung gesehen während der Dissoziation, und zwar, dass man mit den Augen Punkte verfolgt. Willst du es vielleicht noch näher erklären? Oder? Ja, erklär mal ruhig. Ja. Ja, also man verfolgt einfach, als würde man irgendwo im Raum irgendwas suchen, einen Punkt. Das kann man natürlich überall machen, oder ihr kauft euch unser wunderbares Video, das wir erstellt haben, wo ihr dann mit den Augen die Punkte verfolgt. Und damit ihr erstmal da reinkommt in den gedankenlosen Zustand, haben wir noch unsere spirituelle Augetechnik mit auch hinzugefügt. Dann wird der Kopf erstmal frei und leer, das heißt, die Energie steigt in den Kopf. Dann seid ihr befreit erstmal und dann geht ihr dann die Punkte hinterher auf dem Monitor. Ja, also die Punkte stehen eigentlich symbolisch, würde ich mal sagen, für die alternativen Realitäten. Und die Augen steuern eigentlich den Zugriff auf die alternativen Realitäten. Und darum, in diesem Video werden diese Punkte gezeigt, wo man immer drauf schauen muss, an welchen Punkten die eigentlich auftauchen. Und das unterstützt dann so einen leicht dissoziativen Zugang. Ja. Genau, damit könnt ihr auf jeden Fall gut üben. Und das geht etwa 1 Stunde, ein bisschen länger. Und ist in Abschnitte geteilt. Das heißt, mal kommt ihr auf 1 Minute dissoziieren, üben, dann mal 3, dann auf 8. Schaut es euch vielleicht mal an auf www.matrixhub.com. Werbung! Ja, ich glaube, das war es dann heute mal zur Dissoziation, oder? Haben wir noch irgendwas? Ja, also wie gesagt, Dissoziation. Wichtiges Thema. Wichtiges Thema und denkt dran, es ist ein zweischneidiges Schwert. Das sollen wirklich nur die Mutigen unter euch dann wirklich anwenden. Oder eben sehr langsam anfangen, ne? Nicht gleich oder langsam anfangen, nicht übertreiben. Ja, die Energie, die man da sammelt, die sorgt auch dafür, dass man sich gesundheitlich besser fühlt sogar, würde ich sagen. Man fühlt sich energiereicher im Alltag nach einer gewissen Zeit. Man ist weniger müde. Ja, man ist weniger müde, man fühlt sich fitter irgendwie. Also alles irgendwie fängt an, wieder sich aufzufüllen energetisch auch. Ne? Aber wie gesagt, nicht übertreiben, beziehungsweise sage ich ja immer, übertreibt. Genau, übertreibt, Leute, ne? Macht richtig rein. Aber das empfehle ich wirklich nur den Cracks unter euch oder den Leuten, die wirklich sagen, ich will Erfolg, ich will in den höheren Bewusstseinszustand kommen, ich will das alles sehen. Der muss natürlich dann schon mehr als 5-6 Minuten hinkriegen. Ja. Wer aber nur 1 Minute am Tag schafft oder 2 Minuten schon, da füllt er schon mal seine Energien auf. Gesundheitlich, psychisch, alles wird besser, würde ich mal sagen. Und die Wahrnehmung erweitert sich auch und die Erkenntnisse. Auf jeden Fall.
Also wie gesagt, ja, mit Vorsicht zu genießen, nicht übertreiben. Ja. Und ja, es kommt darauf an, wie tief wollt ihr in den Kaninchenbau. Das ist eben die Frage, die ihr euch selbst stellen müsst. Ja, das war dann heute die erste Stufe und vielleicht machen wir irgendwann mal noch dann die nächsten. Aber nicht in naher Zukunft. Da kommen erstmal ganz andere Themen. Richtig, jetzt kommen erstmal andere Themen und wir freuen uns, dass ihr zugeschaut habt und auf eure Fragen vor allem, falls ihr welche habt. Ja, wenn ihr Fragen habt, ja. Kritik. Genau, meldet euch unten in den Kommentaren und wir freuen uns drauf und ja. Gebt uns ein Like. Unbedingt. Ja, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.